Vegetation, die eigentlich ja auch nicht mehr früh ist. Also hier wachsen meine Wassermelonen vor sich hin. Es ist einfach viel zu kalt gewesen die ganze Zeit. Und das hier sind auch Wassermelonen, die haben wir im Supermarkt gekauft. Das war so eine weiße Melone, da haben wir einfach die Kerne aufgehoben. Und siehe da, da ist richtig was gekommen. Und das Schärfste ist, ich darf bei meiner Nachbarin so ein bisschen Platz mir suchen für die Melonen, weil die brauchen 1 Quadratmeter Platz und mein Garten ist voll. Ich bin jetzt hier in Nachbars Garten, beziehungsweise Nachbarins Garten. Die hat mir tatsächlich zur Verfügung gestellt, ihre Terrasse hier, weil ich weiß nicht, wo ich meine Melonen überall unterbringen soll. Und da durften wir uns tatsächlich hier was aussuchen. Und jetzt habe ich natürlich den Thomas gebeten, er möchte doch hier mal umgraben, weil hier ist schon ganz, ganz lange nichts mehr gewachsen. Und ja, jetzt werde ich den Boden vorbereiten, düngen und dann die Pflänzchen da reinbringen. Jetzt ist es Zeit, den Acker zu beackern, vorzubereiten. Und dazu habe ich mir schon bereitgestellt. Einmal Bodenaktivator, Urgesteinsmehl, dann habe ich Hornspäne und meinen geliebten Pferdedunk und habe mir richtige Arbeitsschuhe angezogen, wenn ich mich da gleich aufs Acker stürze. Bis gleich. Ich werde jetzt hier erstmal alles begradigen. Von Steinen befreien, von Wurzeln. Die gröbsten hat Thomas schon entfernt. Und wenn ich das alles einigermaßen gerade habe, mache ich mich ans Düngen. Sehr sandiger Boden, war aber auch mega komprimiert. So, dann hole ich mir jetzt mal meine Rüttelplatte, um das hier alles ein bisschen zu verdichten. Ich habe hochmodernes Gerät dafür angeschafft. Ich bringe das jetzt erstmal nur grob auf, nachher ins Pflanzloch gebe ich noch mal gesondert. Aber man muss ja bedenken, dass dieser Boden schon lange, lange, lange nicht mehr, außer von Unkraut, bewachsen war. Ja, und dementsprechend ist der auch ausgelaugt. Zu guter Letzt kommt jetzt noch der Bodenaktivator rauf. Also dieser Bodenaktivator soll voller Mikroorganismen sein. Sieht fast aus wie Beerendünger. Ich habe noch nie benutzt. Ist das erste Mal. 200 Gramm. Ich denke, das könnte hinkommen. Pro Quadratmeter. Oh Mann, ist das staubig. Jetzt werde ich mein Düngegemisch nur noch einmassieren. Und dann wird der Boden richtig gewässert. Und dann kann ich mich langsam ans Pflanzen machen. Im Zuge der modernen Landgewinnung bin ich betteln gegangen, noch mal zu meiner Nachbarin. Nachdem ich hier schon 3 Quadratmeter abgeluchst bekommen habe, darf ich noch mal ungefähr 2 dazu nehmen. Aber jetzt will ich die Wassermelone einpflanzen. Ich habe jetzt hier meine richtige mini kleine Wassermelone, die ich auch aus Samen aus der Tüte gekauft habe. Dann holen wir die mal hier vorsichtig raus und gucken uns mal an, wie die schon gewurzelt hat. Hier kommt sie durch dieses Anzuchttöpfchen durch. Ich werde die ein bisschen höher holen, sodass sie wie auf so einem kleinen Hügel steht. Und herum werde ich einen Gießrand ausheben, damit das Wasser von außen an die Wurzeln dringt und nicht die Pflanze verfault. Ja, so wunderschön und kräftig habe ich die Melonen verlassen. Am nächsten Tag war auch noch alles gut und auch noch eine Woche später war alles gut. Und dann kommen wir früh morgens raus und am Nachmittag habe ich dann dieses Häufchen Elend gefunden. Also die war völlig rausgerissen. Am Stiel unten waren noch ganz hauchzarte, feine Wurzeln dran. Ich denke mal, eigentlich hat sie ihr Leben schon ausgehaucht. Aber ich will sie einfach noch nicht aufgeben. Ich meine, das Blatt hier, das steht ja immerhin. Vielleicht sollte ich die abschneiden. Ja, also ich lasse einfach und werde sehen, ob daraus noch was wird. Die Mini-Melone fängt an, sich herrlich zu verzweigen. Und das Schönste ist, ich glaube, sie kriegt jetzt auch schon richtig Knospen.
ja, traurig, aber warm mit dieser rausgerupften Melone. Aber ich habe ja hier auch noch so ein kleines Schätzchen. Das habe ich bei uns eingepflanzt. Die ist zwar noch nicht so groß wie die oben auf diesem sonnigen Plateau, aber ich denke, die steht hier ganz gut geschützt. Vielleicht, dass sie vor den Krähen etwas sicherer ist. Dann hoffen wir auf eine reiche Melonenernte. So, die Melonen machen sich auch hervorragend. Aber hier, dieser Stiel, der muss dann wohl später erstmal richtig angetrocknet sein. Und dann ist sie wohl auch reif. Hört sich schon nicht schlecht an. Auch hier bei meiner Nachbarin wachsen die Melonen wirklich super. Und das ist aus meinem Sorgenkind geworden. Und hier hat sich meine Supermarktmelone wirklich schon vermehrt. Die hat so einen ganz kleinen Pelz. Und da hinten ist noch eine. Wir schreiben den 1. September und ich werde mich jetzt an die Melonenernte machen. Das ist natürlich ja, ein Ratespiel. Ne? Ist sie reif, ist sie nicht reif? Aber die hier muss wirklich reif sein, denn die ist schon am vertrockneten Stiel. Da hat sich schon alles zurückgezogen. Unten muss sie einen gelben Fleck haben, nämlich da, wo sie aufgelegen hat. Und das dritte Kriterium, sie muss hohl klingen. Ich denke, das tut sie, oder? Okay, also ich schneide die jetzt ab. Ja, hier drin ist noch ein bisschen grün. Also ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. So, dann wollen wir mal sehen, wie die auch schmeckt. Mein Gott, ist die schwer. Ist ja wie eine Bowlingkugel. Ja, ich bin aufgeregt. Also dieses kleine Teil kommt mir mega schwer vor. Ich würde schätzen 2,5 Kilo. Na gut, verschätzt. Die Stunde der Wahrheit schlägt. Ich schneide sie jetzt an. Ja, sieht nicht schlecht aus, oder? Kerne sind dunkel, das heißt, sie ist auf jeden Fall reif. Könnte man sich ja Kerne für das nächste Mal gleich abnehmen. Die ist richtig gut. Die ist richtig süß. Super saftig. Waren Melonen, ja. Entschuldigung, war ein Melonenjahr. Und weil die erste schon so lecker war, machen wir uns gleich auf die Suche nach der zweiten. Kriterium war Stiel vertrocknet. Unten gelb, ich würde sagen, das ist mein nächstes Opfer. Denn wo reifen die länger als hier direkt an der Pflanze? Jetzt kommt die in den Kühlschrank und da haben wir morgen was Schönes, Kaltes zum Essen. Also unser Fazit ist, Melonenanbau in Berlin hat sich wirklich gelohnt. Sie brauchen viel Wasser, ist ja klar. Die Frucht ist ja auch sehr wässrig, besteht ja zu 90% aus Wasser oder so. Also viel Wasser, ab und zu mal düngen und einen richtig schönen sonnigen Platz. Und dann wird es hier so toll wie meine. Tschüssi!